Und das ist wirklich geisteskrank, weil ich benutze es selber, weil es eben advertised wurde. Und kennt ihr Honey? Honey bei PayPal, die Chrome-Erweiterung oder Browser-Erweiterung. Massive Scam. Also schaut euch am besten das Video an, wenn ihr den vollen Kontext wollt, aber die Kurzversion ist quasi... Also PayPal hat Honey gekauft, aber das hat damit wenig zu tun. Also die Firma gab es ja davor schon, ist ja egal. Und die haben auch nichts geändert, nachdem PayPal sie gekauft haben. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich, dass PayPal jetzt die Kohle bekommt, die sie damit verdienen, mit den Scams. Aber das ist auch nicht ganz, also der lädt wahrscheinlich mehrere, also ich glaube 5 Videos werden es insgesamt. Der hat jetzt erst ein Video hochgeladen, also man weiß noch nicht alles. Also es gibt noch ein paar Sachen, die er noch gar nicht gesagt hat im ersten Video. Nur schon mal angekündigt, dass da noch viel mehr Shit kommt und dass die halt einfach richtig evil sind. Evil Knievel. Aber jetzt schon mal auf jeden Fall, sie haben Kunden und Influencer ausgeraubt sozusagen oder betrogen, trifft es wahrscheinlich besser. Ey, wieso sind da 20 Agros um das Vieh herum, ey? Ich komme nicht an den scheiß Alber dran. Einfach 20 Agros. Also jedenfalls funktioniert es ja so, du fügst diese Erweiterung deinem Browser hinzu und dann jedes Mal, wenn du auf einer Website bist, also es funktioniert nicht bei jeder Website, aber bei vielen, jedes Mal, wenn du in einem Online-Shop bist, wo Honey halt funktioniert, sagt dir Honey, hey, guck mal, wir haben hier Coupon-Codes für dich, aktivier die doch mal oder lass doch mal scannen, guck mal, hast du den besten Preis, willst du nicht lieber gucken, ob es nicht noch günstiger gibt, hast du vielleicht einen Coupon-Code übersehen, bla bla bla, wir machen das für dich. Und dann checken sie in so einem kurzen Fenster Code 1, Code 2, Code 3. Extrem oft funktioniert es nicht, das, was du sagst. Aber für Honey funktioniert es jedes Mal. Und zwar funktioniert es so, und das ist wirklich geisteskrank. Also heutzutage Online-Marketing funktioniert ja viel über Influencer, über Creator, über Tracking, über Cookies, über Tracking-Links und so weiter. Wobei die Tracking-Links aktivieren ja eigentlich nur die Cookies, aber whatever. Auf jeden Fall so funktioniert das ja heute. Also jemand macht eine Werbung für ein Produkt, ein Interessent klickt auf den Link von der Werbung und dafür, dass du Werbung dafür gemacht hast, kriegst du ja dann Geld. Macht ja auch Sinn, du hast ja auch Werbung dafür gemacht, dann hast du ja auch irgendwo Geld dafür verdient, so ein bisschen. Nichts anderes, was ich basically auch jeden Tag mache. Und das Problem ist, sobald du in einem Online-Shop bist mit Honey und Honey aktiv ist oder aktiv wird, weil du es installiert hast und Honey sagt, hey, guck mal, hier Honey, guck. Dann klickst du drauf und dann, was macht Honey? Honey löscht den Cookie, den der Tracking-Link erzeugt hat. Also zum Beispiel, ich mache jetzt Werbung für Turtle Beach und Honey nimmt dann meinen Turtle Beach Cookie, weil ich ja Werbung dafür gemacht habe, löscht ihn, ersetzt ihn durch ihren eigenen Honey Cookie und sie kriegen dann die Provision und ich krieg gar nichts. Also sie klauen mir im Endeffekt mein Geld. Und das auch, obwohl sie kein besseres Angebot finden. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Code Spielestyler angebt und dann aktiviert ihr Honey und die finden auch nichts Besseres als einen 10% Code, dann dann hat trotzdem den ihr Code wahrscheinlich meinen ersetzt und sie kriegen die Provision und ich krieg gar nichts. Und jetzt kommt's, also jetzt kann man sich als Kunde denken, ist mir als Kunde ja scheißegal. Ich meine, werden halt ein paar Influencer gescammt, obwohl sie Werbung für irgendwas machen und dann im Endergebnis kommt raus, okay, irgendwie macht ihr zwar die ganze Zeit Werbung, aber kriegt viel weniger Sales gefühlt. Dann geht's noch weiter, denn Honey sagt quasi, ich muss noch ein Please aktivieren, an Businesses gerichtet quasi, du als Business hast die volle Kontrolle, welche Coupon-Codes du über Honey registrieren lassen möchtest, beziehungsweise wenn dir ein Coupon-Code nicht gefällt, sag einfach Bescheid, dann löschen wir den für dich. Das heißt, die Online-Shops selber können entscheiden, der Coupon-Code ist viel zu gut, der soll nicht in Honey drin sein, sonst haben den ja plötzlich Millionen von Menschen diesen Coupon-Code, der soll geheim bleiben oder der soll limitiert sein oder was auch immer, löscht den da raus. Was effektiv dafür sorgt, dass wenn du Honey aktivierst, sagt dir Honey, wir gucken nach dem besten Preis für dich. Aber was Honey eigentlich macht, ist nicht nach dem besten Preis zu gucken, weil sie den besten Coupon-Code gar nicht registriert haben, weil der Online-Shop gesagt hat, der Coupon-Code ist zu gut, löscht den raus, den wollen wir nicht drin haben. Und dann sagt dir Honey, du hast bereits den besten Preis und es stimmt überhaupt nicht. Du hast überhaupt nicht den besten Preis, es gäbe einen besseren Coupon-Code
Und sie sagen es dir einfach nicht, dass es den gibt. Und du zahlst dann effektiv mehr und Honey sagt dir aber, du hast den besten Preis. Also sie scammen auch tatsächlich Kunden. Also sie scammen basically jeden. Und wie gesagt, es geht noch weiter. Also das war jetzt Teil 1. In Teil 2 geht es dann noch weiter. Also er hat so kurz geteasert. Vermutlich scammen sie auch noch die Businesses. Also literally jeden außer sich selbst, weil es gibt ja drei Sachen quasi. Es gibt die Online-Shops, es gibt die Influencer oder die Leute, die Werbung machen. Und es gibt die Kunden. Und bisher haben sie 2 von 3 gescammt und verarscht. Und den dritten scammen sie wahrscheinlich auch noch. Also komplett geistesgestört. Also jeder verliert quasi Geld, außer Honey selbst. Oder beziehungsweise jetzt halt PayPal, weil es eine PayPal-Company ist. Und ja, es ist geisteskrank. Also ich hatte an Honey auch installiert. Ich habe es natürlich sofort deinstalliert. Aber das ist wirklich geistesgestört. Also da wäre ich halt niemals drauf gekommen. Und ist halt richtig krank. Also übelst die Verschwörung, aber halt eine echte. Also keine Verschwörungstheorie, sondern es ist literally eine Verschwörung. Die Honey gegen die ganze Welt Verschwörung. Und er hat zwar noch nicht gesagt, wie viel er glaubt, wie viel er oder wie viel sie schon geklaut haben sozusagen oder was auch immer, wie groß der Schaden ist, kann man nur schätzen wahrscheinlich, aber ich glaube, er hat noch keine Vermutung abgegeben tatsächlich. Vielleicht kommt das auch noch. Aber richtig krank. Und was auch heftig ist, es gab halt ein paar Creator, die sehr viel Werbung dafür gemacht haben. MrBeast und Linus Tech Tips waren die 2 größten eigentlich, die Werbung dafür gemacht haben. Sehr viel und sehr oft, jahrelang. Und Linus Tech Tips hat es nach ein paar Jahren irgendwann geschnallt, dass da was nicht koscher ist. Ich meine, das ist ja auch ein Tech-Channel mit einem riesigen Team dahinter und so. Und die haben ja auch Ahnung von so Sachen. Und die haben irgendwann geschnallt, was da eigentlich abgeht. Also, dass die quasi ihre Affiliate-Dinger klauen. Also, dass Honey sie quasi bestiehlt. Und haben dann irgendwann gesagt, ja, sorry Leute, wenn ihr euch nicht ändert, dann verpisst euch. Wir wollen nicht mit sowas zusammenarbeiten. Ihr klaut uns ja aktiv unser Geld sozusagen. Und Honey hat dann irgendwie auch gesagt, ja, ist uns egal, juckt uns nicht. Und die haben das aber nie öffentlich gemacht. Also Linus Tech Tips hätte das quasi schon vor 2 oder 3 Jahren exposen können, dass das quasi alles ein Scam ist und so. Haben es aber leider für sich behalten. Hat er denen auch so einen kleinen Vorwurf gemacht, dass sie das nicht mit anderen Creatoren geteilt haben. Weil, ja, das ist ja, also die klauen ja, wie gesagt, die klauen ja von jedem Creator im Endeffekt, egal wo du Werbung machst, Twitter, also du musst nicht mal ein YouTuber oder Streamer sein, auch Blogs und so, Websites, alle, die irgendwie mit sowas Geld verdienen, kann ja wirklich auch ganz andere Leute noch sein, die stehlen quasi von jedem Geld. Und wie gesagt, Kunden selbst verarschen sie auch, also es ist geisteskrank. Im Endeffekt wird jeder und alles verarscht und die hätten das schon vor ein paar Jahren exposen können, haben es aber nicht gemacht. Leider. Vor 2, 3 Jahren war das, glaube ich.